Hallo ihr lieben Stickbienen. Da ich euch das letzte Mal gezeigt habe, wie man eine einfache ETH-Datei stickt, wollte ich euch heute zeigen, wie man ein ganzes In the Hoop Kuscheltier stickt und anschließend dann zusammennäht. Für mich ist es heute auch Premiere. Ich hoffe, es klappt alles. Ich habe euch heute meine neue Stickdatei mitgebracht, die ich nämlich noch probesticken muss, bevor sie von meinen lieben Probenstickerinnen auf Herz und Nieren getestet wird. Ich habe mir hier wieder ein bisschen Material schon direkt vorgeschnitten und zurechtgelegt. Und zwar so ein bisschen Plüschstoff und hier noch so ein bisschen ganz normaler Baumwollstoff und die Avalon-Folie. Ich glaube, das letzte Mal habe ich es ehrlich gesagt gar nicht erklärt. Die Avalon-Folie ist ganz, ganz wichtig, wenn man so Fellstoff benutzt. Einfach, damit sich das Stickgarn nicht in den Fellstoff reinfrisst und man es anschließend einfach schön sieht. Es ist besonders wichtig, wenn man halt zum Beispiel so Musterfüllungen macht wie die Nase, die Augen oder so ein paar andere kleine Details einfach. Ja, das war es jetzt eigentlich schon und ich würde sagen, dann starten wir direkt. Wie ihr hier im Bildschirm sehen könnt, gehören zu der Katze Kira, das Pferd gehört nicht dazu, einmal so ein Haarband, das machen wir als erstes. Dann ist die Reihenfolge eigentlich egal. Ich würde danach jetzt einfach mit dem Kopf beginnen, mache den Körper, die Beine und einmal die Arme. Was das Schöne an dem Stickmotiv ist, ihr könnt das alles in dem 10x10er Stickrahmen sticken. Ich selber habe jetzt mit meiner Janome nur einen 14er Rahmen, aber haben sicherlich andere, einige auch. Aber die nur einen 10x10 Rahmen haben, können das auch mit dem 10x10 Stickrahmen sticken. So, jetzt beginnen wir einmal. Hier unten seht ihr immer, also bei meiner Maschine könnt ihr das sehen, ihr selber habt ja zu euren Stickdateien, also ne, ob es jetzt eine von mir ist oder von irgendjemand anders, habt ihr eigentlich immer so eine PDF-Übersicht. Bei mir, ich nehme häufig diese Farbe lila als Vorstich einfach, kann ich bei meiner Maschine aber auch hier sehen, dass erst das gestickt wird und dann wird drüber gestickt. So, dann fahre ich jetzt mal rum und ändere mal eben kurz die Einstellung. So, dann starten wir jetzt direkt mit der ersten Sequenz. Das war wieder der Vorstich. So, jetzt lege ich einmal den Stoff auf. Ich habe euch gerade mal das Nählicht ausgestellt, weil das ein bisschen überbelichtet ist. Das ist mir beim letzten Video schon aufgefallen. Kann man eigentlich ganz einfach lösen. So, der Faden ist nur ein bisschen kurz. Ich ziehe den mal so ein bisschen. So, und jetzt sticken wir das Stückchen Stoff einmal fest. Ich habe ehrlich gesagt gerade die Hoffnung, ich habe ja wieder großzügig geschnitten, dass die andere Seite so auch noch klappt. So, jetzt sticken wir einmal noch das andere Haarband. So, jetzt wird eben noch eine Markierungslinie gestickt, damit wir später sehen, wo wir das Haarband ansetzen. So, jetzt legen wir wieder schöne Seite auf schöne Seite. Bei meinem Stoff ist es ehrlich gesagt egal. Der ist auf beiden Seiten gleich schön. Das Einzige, was ich hätte noch machen können, wäre ihn bügeln. So, die erste Sequenz ist fertig. Das wird einmal das In the Hoop Haarband von der Katze. Wir werden später sehen, wie es aussieht. Ich habe dieses Mal einfaches Reißvlies genommen. Ich hatte jetzt endlich mal ein bisschen stabileres da als das letzte Mal. Das heißt, ich kann das einfach ausreißen und wenden. So, als nächstes wird jetzt der Katzenkopf gestickt. Hier seht ihr wieder Farbe lila. Wie gesagt, ganz häufig bei mir die Vorstichfarbe. Einmal komplett der Katzenkopf rundherum. Hier seht ihr auch, ich weiß nicht, ich mache es jetzt lieber nochmal auf Farbe, dann seht ihr es wahrscheinlich ein bisschen besser. Die zwei Striche hier, da wird später das Haarband festgenäht, dass das einmal nach oben, also eine Seite hier nach oben geht und die andere Seite nach oben. Die von mir aus linke Seite, das Haarband hatte zwei verschiedene Längen und auf der linken Seite kommt das längere, auf der rechten Seite das kürzere, wobei es letzten Endes auch egal ist. Ich habe die Schleife halt gerne hier auf der rechten Seite von der Katze. Ja, dann würde ich sagen, ich ändere mal wieder die Position und dann starten wir.
So, jetzt legen wir einmal unseren Fellstoff drauf. Ich war wieder großzügig, extra fürs Video und weil ich ja schon vorgeschnitten habe und dann mache ich das einfach immer ein bisschen großzügiger. Und starten direkt wieder. Hier ist die Avalon-Folie jetzt theoretisch noch nicht wichtig, weil man das ja bei der Umdrehung dann eh nicht sieht, den Faden. Also wenn man das einmal wendet, die Datei. So, jetzt kommt unsere Avalon-Folie. Also ich hätte die eigentlich auch schon feststicken lassen können, da ich das jetzt eh nicht in kleinen Teilen mache, sondern die einfach einmal drüber lege. Ich war jetzt, wie gesagt, wieder großzügig, bin ich normalerweise nicht. Aber jetzt hier fürs Video mache ich es mir doch so einfach wie möglich. Und jetzt starten wir auch schon. Ich mache das jetzt ehrlich gesagt alles in einer Farbe, alles in einem recht dunklen Grau. So, jetzt muss ich einmal die Farbe wechseln und ich suche gerade meine schwarze Garnrolle. Einmal schwarzes Garn für die Augen, die jetzt kommen. Ich entferne mir jetzt schon einmal hier die Avalon-Folie. Wichtig immer dabei ist, habe ich euch ja schon, falls ihr mein letztes Video gesehen habt, gesagt, vorsichtig ausreißen. Ich schnappe mir jetzt den Stickrahmen einmal, damit es für mich leichter geht. Und dann machen wir gleich weiter. So, ich habe euch jetzt die Katze Kira einmal schon ausgeschnitten. Wichtig ist hier, dass ihr unten ruhig noch ein bisschen mehr Platz lasst, weil das später die Wendeöffnung ist und das ganze Kuscheltier auch an den Öffnungen halt zusammengenäht wird. Also letzten Endes wird es hier per Hand zusammengenäht. Also hier ruhig ein bisschen Platz lassen. Hier könnt ihr ganz normal ein bisschen Platz zum Rand lassen. Und jetzt machen wir weiter. Wie gesagt, jetzt werden ja die Haarbänder festgestickt. Die habe ich in der Zwischenzeit auch schon umgedreht, wobei es in der Größe echt ein bisschen Fummelsarbeit ist. Also da könnt ihr auch jedes andere beliebige fertige Band nehmen, was ihr schon zu Hause habt bei der Datei jetzt, falls ihr die jetzt Interesse habt, die Datei zu sticken. Ja, also da könnt ihr auch irgendein Spitzenband nehmen, also alles Mögliche, was euch gefällt. So, jetzt starten wir und zwar kommt jetzt die Linie, wo das Haarband praktisch festgestickt werden soll. Ich habe euch ja hier schon gezeigt, hier gibt es ein kürzeres und ein längeres. Das längere kommt jetzt hier auf diese Seite. Ich hatte hier jetzt auch die Linie, da kann man das dann eigentlich ganz gut anlegen. Und auf der anderen Seite auch. Wie man sieht, ich habe die Linie nicht so ganz gut gesehen. Hier auf der Seite sehe ich es jetzt ein bisschen besser. Und zwar, hier ist auch meine Markierungslinie, die habe ich jetzt in weiß gemacht. Die sieht man jetzt wahrscheinlich schlecht. Und die lege ich jetzt eigentlich so, dass es ungefähr in der Mitte ist, einmal an. Ihr könnt die sonst auch, also ich habe die jetzt auch nicht so festgehalten, aber ihr könnt die sonst auch einfach so an den Stellen so ein bisschen festkleben, damit eure Fingerchen da nicht reingeraten. So, also es ist jetzt hier, wie gesagt, hier ist die schön festgestickt. Hier habe ich die Linie nicht so gesehen, weil ich hätte ein bisschen über die Maschine gehen müssen. Ist aber im Endeffekt eigentlich auch nicht so schlimm. Ich lege da jetzt den Stoff drauf und dann wird es ja eh nochmal festgestickt. So, das Haarband könnt ihr einmal umknicken oder ja, ihr könnt es auch einfach mit so einem Streifen Tesa oder was auch immer ihr da habt, so einen Streifen Tape festkleben. Ich habe mir jetzt hier natürlich nichts zurechtgelegt. Deswegen mache ich einfach, dass das hier jetzt nicht zu sehr geknickt ist, aber es wird ja hier eh festgestickt. Mache ich das einfach einmal so. Und dann kommt jetzt wieder der Stoff drauf.
die hässliche Seite nach oben, wie ihr hier bei mir seht. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn es so dick wird, euren Nähfuß was höher zu stellen. Ja, finde ich, muss ich hier jetzt bei mir jetzt noch nicht unbedingt, also kaum habe ich jetzt nicht so Probleme mit. So, und dann können wir es einmal feststicken. So, das Kätzchen Kira ist jetzt fertig gestickt. Ich habe den Rest jetzt einmal kurz alleine gemacht, weil nämlich mein Akku alle gegangen ist. Aber das war ja nur noch einmal hier rumgestickt. Und jetzt würde ich die einmal ausschneiden. Hier wieder aufpassen, dass man genügend Platz lässt. Hier auch so circa 0,5 Zentimeter oder ein bisschen weniger, bin schlecht im Schätzen, am Rand Platz lassen. Und wie ich in meinem letzten Video schon erklärt habe, Ecken so ein bisschen einschneiden, nur natürlich die Naht nicht durchschneiden und die Ecken, die nach außen zeigen, einmal so wirklich so gerade darüber gerade abschneiden. Aber nicht die Ecken abschneiden, sondern einmal hier entlang schneiden und relativ knapp eben an der Nahtzugabe entlang. So. Was ich vergessen habe, was ich jetzt hier nicht machen muss, ist ausschneiden, weil das Schöne ist, ich habe jetzt diesmal ein bisschen stabileres Reißvlies genommen. Das heißt, ich kann das hier einfach vorsichtig alles ausreißen und dann wieder hier umstülpen. So, ich suche mir jetzt hier wieder das nächste Teil aus und zwar sticke ich jetzt als nächstes die Beine. Mithilfe der Linie könnt ihr eigentlich dann später sehen, wo ihr den Katzenkörper bzw. wo ihr die Beine am Katzenkörper festnäht. Das heißt, das geht nämlich noch so ein Stückchen in den Körper hinein. Ich werde euch das später dann zeigen. Und hier könnt ihr dann mit der Nähmaschine einmal entlang drüber, also das könnt ihr ungefähr so in den Körper reinstecken, dass ihr mit der Nähmaschine einmal entlang drüber näht. So, jetzt kommt wieder, ich habe es jetzt mir diesmal ein bisschen fauler, also ich war diesmal ein bisschen fauler. Jetzt kommt wieder schöne Seite auf schöne Seite. Hat haargenau gepasst. So, das Ganze wird jetzt auch wieder ausgeschnitten. Hier habt ihr keine Ecken, also müsst ihr letzten Endes nichts beachten. Einfach ein bisschen Platz zum Rand lassen und an der Wendeöffnung, ja, hier habe ich ein bisschen großzügig Platz gelassen, aber man kann hier trotzdem oben noch ein bisschen Platz lassen. Und dann schneide ich das jetzt eben einmal für euch aus. So, jetzt werden die Arme gestickt. Ist wieder dasselbe Spiel wie mit den Beinen, also ganz easy. Das ist einfach einmal die Markierungslinie, wo eben später damit ihr wisst, wo ihr den Arm später an den Körper dran näht, wie lang er dann nach außen gucken soll. Genau, und dann starten wir schon wieder. So, fertig sind jetzt auch die Arme. Die werde ich jetzt auch einfach wieder ausschneiden und einmal umdrehen. So, als letztes wird jetzt hier der Körper gestickt. Ihr seht jetzt hier auf dem Video blaue und rote Striche sozusagen. Also es ist wieder ganz normal einmal der Vorstich, dann wird der Körper festgestickt. Und jetzt ist es aber so, dass wir ganz viele sozusagen keine Wendeöffnung haben. Also die Wendeöffnung ist im Endeffekt hier oben am Hals. Diese Öffnungen sind dafür da, dass wir später da die Arme und die Beine hier unten reinstecken können und dann mit der Nähmaschine einfach einmal festnähen können. Werde ich euch später noch an der fertigen Katze zeigen, wie ihr die reinsteckt und wo ihr die dann festnäht. Und hier oben, wie gesagt, ist einmal die Wendeöffnung. Das ist einfach der Bauch der Katze. Da kommt noch so ein weißes Plüsch bei mir gleich hin. Und hier habt ihr die Möglichkeit, euer eigenes Etikett oder euer Label anzubringen. Ich habe das ja jetzt alles, also ich wechsle jetzt im Moment gerade immer zum Zeigen den Rahmen. Also bei mir ist es 14×14. Ihr könnt, wenn ihr eben nur einen 10×10er Rahmen habt, dann könnt ihr das alles in 10×10er Rahmen machen. Müsst ihr halt immer wieder wechseln natürlich. Die Leute, die die Möglichkeit haben und einen viel, viel größeren Rahmen haben und entweder in eurer Maschine, wenn ihr es in eurer Maschine machen könnt oder in eurem PC-Programm,
Dann könnt ihr natürlich auch ganz einfach, bei mir geht das jetzt zum Beispiel so, dann würde ich jetzt einfach, okay, jetzt habe ich mir gerade keinen größeren Rahmen ausgewählt, könnte ich theoretisch noch machen. Zum Beispiel sage ich jetzt hier, will ich die Arme noch gleichzeitig mitgestickt haben und pack mir die dann drunter. Muss natürlich einen größeren Rahmen auswählen, sonst passt das Ganze natürlich nicht. Ja, also die Möglichkeit besteht auch, dass ihr dann nicht jedes Mal euren Rahmen und euer Vlies dann neu einspannen müsst, sondern ihr einfach einen größeren Rahmen nimmt und alles zusammen reinpackt. Das Einzige, was halt vorher wirklich gestickt werden muss, wenn man das überhaupt möchte, sind eben diese, wo habe ich sie jetzt hier hingelegt? Ich habe sie schon fertig umgedreht gehabt. Ach, jetzt seht ihr dann aber den Katzenkopf, wenn ich es verrate, weil ich habe es hier schon dran gemacht. Ist hier sozusagen das Band. Gefällt mir jetzt aber eh nicht ganz so gut, also ich würde theoretisch wirklich einfach ein Band nehmen, was ihr zu Hause habt, was dann vielleicht doch auch ein bisschen dünner ist. Bei der größeren Katze finde ich es ganz gut, dann ist es aber auch ein bisschen breiter. Bei der kleinen wirkt das jetzt doch hier auch so ein bisschen steif, also da würde ich jetzt vielleicht sogar ein schönes Spitzenband oder sowas ehrlich gesagt nehmen und das dann hier dran machen. So, das löschen wir hier einmal wieder raus, das brauchen wir ja nicht. So. Und dann starten wir jetzt mit dem Körper. So, Körper habe ich jetzt schon einmal ausgeschnitten. Hier habe ich ein ganz klein bisschen wieder in die Ecken reingeschnitten. Sieht man durch den Stoff jetzt nicht so. Und hier habe ich mir noch genügend Platz gelassen. Kann ich auch noch so ein Stückchen zurückschneiden. Aber eben später zum Festnähen. So. Jetzt, wie gesagt, hier die Möglichkeit, ein Label anzubringen. So, und fertig ist der Körper. So, hier habe ich eigentlich alles schon so weit so ein bisschen vorbereitet, fertig gemacht. Alles einmal umgestülpt, bis auf der Körper, der darf noch nicht. Und auch alles schon mal so ein bisschen mit Füllwatte gefüllt. Katzenköpfchen auch schon umgedreht und mit Füllwatte gefüllt. Ja, mein Schleifchen sieht jetzt doch eigentlich ganz niedlich aus, wobei ich sagen muss, also man kann natürlich auch ein anderes Schleifchen nehmen, man kann auch gar kein Schleifchen nehmen. Ich finde es mit Schleifchen aber eigentlich echt ganz süß. Ist allerdings alles ein bisschen knapp bemessen, 10x10 geht's ja nur. Im Nachhinein bin ich am Überlegen, ob ich nicht die eine Seite genauso lang machen soll wie die andere Seite, dann ist es ein bisschen leichter zum Binden. Das gucke ich noch, ob ich da meine Datei ein bisschen bearbeite noch. Und ja, ansonsten, wie gesagt, könnt ihr aber auch einfach ein Schleifchen nehmen, was ihr vielleicht noch zu Hause habt. Ein Spitzenbändchen oder sowas würde, glaube ich, auch ganz süß aussehen. So, das reicht jetzt aber erstmal mit der Katze. Und zwar wollen wir hier allgemein eigentlich die Stickdatei erklären, wie das mit Körper geht. Und zwar die Beinchen nähe ich am Ende auch mit einem wie heißt gleich Matratzennaht oder Zaubernaht fest, weil es doch alles ein bisschen eng wird bei der kleinen Katze hier. Die Arme, die könnt ihr einmal reinstecken. So, ich habe das Ärmchen jetzt einmal hier reingesteckt, mir hier so ein bisschen rausgezogen. Und dann gucke ich im Endeffekt einfach nur dran zu ziehen. So würde ich das jetzt hier wieder so ein bisschen reinstecken, dass das so ein bisschen diese schräge Richtung hat. Und zwar kann ich dann halt auch, meine Naht ist jetzt wie gesagt leider grau, deswegen sieht man sie nicht so. Hier sehe ich auf jeden Fall meine Naht und dann gucke ich, dass die so entlang des Körpers geht. Und hier mit der Naht auf der anderen Seite vom Körper, ich habe den Arm jetzt falsch rum reingetan, aber das ist ja nicht schlimm. Ist jetzt nur zum Gucken ein bisschen schwieriger. Hier, wo die Naht vom Körper ist, dass das ungefähr eben drauf trifft. Müsste aber, ist ja ungefähr der Abstand, müsste ungefähr drauf treffen. Sollte man natürlich so gleichmäßig schon wie möglich machen, damit die jetzt nicht unterschiedlich lang sind, die Arme. Ja, also hier, wie gesagt, ist meine Naht. Wäre vielleicht ganz gut, sonst in einer anderen Farbe das zu machen. Und dann näht ihr hier einmal, also ne, hier ist die und hier ist so ungefähr die Körpernaht. Und dann näht ihr das einmal hier lang mit der Nähmaschine. Das macht ihr dann auch für den anderen Arm. Und die Beinchen, da stülpe ich den Körper einmal um später und die nähe ich dann gesondert eben fest mit der Zaubernaht oder dem Matratzenstich und mit dem Köpfchen
Genauso, das nähe ich dann hier auch einmal dran und fertig ist dann die Katze. So, das werde ich dann jetzt gleich mal machen.